Meine sehr verehrten Damen und Herren der Presse, ein herzliches Willkommen hier auf dem Detlefs-Stand. Da ich ja seit Sommer letzten Jahres Geschäftsführer bei Detlefs bin und noch nie die Gelegenheit hatte, in dieser Konstellation zu Ihnen sprechen, möchte ich die Gelegenheit nutzen und einfach mal Hallo sagen von meiner Seite und Sie hier auf der CMT zu begrüßen. Nach 3 Jahren CMT-Abstinenz sind wir natürlich sehr froh, endlich mal wieder da zu sein. Endlich sehen wir uns alle mal wieder und können uns auch mal wieder live unterhalten und kommen hoffentlich da wieder zu einer gewissen Normalität. Ich glaube, ich erzähle Ihnen alle nichts Neues, wenn ich sage, auch wir bei Detlefs haben die üblichen Probleme, wie Sie wahrscheinlich von vielen gehört haben zu wenig Chassis, öfters mal bricht irgendein anderer Materialfluss ab, zurzeit ist zu wenig Transportkapazität da. Sind alles Dinge, an die wir uns fast schon gewöhnt haben, obwohl sich das vielleicht zu einfach anhört, aber aktuell ist beispielsweise unsere Fertigung auch gerade geschlossen, also wir sind da wirklich in einem On-Off-Modus und ja, das vereinfacht oder hört sich vielleicht doch auch wieder zu einfach an, aber wir sind fast schon gewohnt, das zu managen und kriegen es auch recht gut hin, stehen deswegen immer noch in ISNI sehr stabil da und sind eigentlich auch mit der Situation noch zufrieden, obwohl es natürlich besser sein könnte. Trotzdem kriegen wir es relativ gut gemanagt. Umso mehr freut es uns natürlich, dass das Interesse an dem, was wir verkaufen und an unserer Urlaubsform nach wie vor ungebrochen ist, hört man ja wirklich überall noch. Auch die Händler bestätigen uns, dass sogar zum Kalenderjahresstart immer noch viele Kunden kommen und viel Interesse da ist, obwohl es wirklich schwierig ist, unter diesen Bedingungen, wie vorher gesagt, Inflation, schwierige Bedingungen hinsichtlich Lieferterminen und so weiter, wirklich Fahrzeuge zu verkaufen. Unsere Händler sind mittlerweile dazu übergegangen, wirklich Fahrzeuge zu verkaufen, die sie auf dem Hof haben. Ich meine, das hören Sie sicher auch von allen, deswegen mit all diesen Themen will ich Sie gar nicht weiter langweilen. Mich freut sehr, dass wir uns endlich mal wieder sehen. Und bevor ich das Wort an den Helge Fester übergebe, der Ihnen unsere Neuheiten noch präsentieren wird, möchte ich Sie alle einladen. Kommen Sie gerne auf uns zu während der Woche oder kommen Sie auch heute auf mich zu und auf die Kollegen zu, wenn Sie weitere Fragen haben oder noch mehr über Detlefs wissen wollen oder über die aktuelle Situation. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß heute noch und auch für den restlichen Verlauf der CMT. Uns allen natürlich wünsche ich viel Erfolg, dass auch diese CMT wieder gut wird. Ich habe gehört, es ist jeder Quadratzentimeter ausgebucht. Das ist ja mal was Positives, dass nach dieser 3 Jahre Abstinenz alle wieder zurückkommen und hier wirklich wieder auch ein bisschen was geboten ist und somit hoffentlich die CMT erfolgreich in die nächsten Jahre gehen kann. Ich übergebe nun an den Helge, freue mich, dass Sie da sind, freue mich auf Gespräche mit Ihnen und wünsche noch einen schönen Tag. Dankeschön. Schönen guten Tag. Sie sehen, wie lang 1 Minute sein kann. Ich brauche nur 1 Minute, ganz schnell. Ich sage nur schnell Hallo. Okay, aber wir haben den Vorteil, ich habe gerade gehört, dass die Anschlusspressekonferenz wohl abgesagt wurde. Das heißt, Sie haben ein bisschen mehr Zeit. Ich darf auch erinnern, es gibt im Anschluss ja auch noch Weißwürste, ein bisschen die Tradition wieder aufleben lassen. Dann hat der eine oder andere vielleicht auch noch die Möglichkeit, sich noch eine Weißwurst zu gönnen. Also auch von meiner Seite aus herzlich willkommen auf der CMT. Tatsächlich, wie der Bernhard sagte, ist für uns direkt ein bisschen komisch, nach 3 Jahren Abstinenz wieder auf der CMT zu stehen. Aber wir sind froh, wir freuen uns, dass wir das Jahr mit der CMT starten können und ich darf Ihnen jetzt einfach ganz schnell und kurz die Neuheiten vorstellen des Modellprogramms 2023 und ich überfliege es wirklich nur. So ein bisschen eine Einordnung und die Presseunterlagen sind alle online verfügbar, detlefs.de/Presse und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn Sie eben auch im Anschluss für Fragen und so weiter auf mich zukommen, dann können wir das direkt persönlich klären. Ja, wir steigen ein. Bernhard Kiebler hat schon gesagt, wir haben viel hier stehen, wir haben 4 Produktkategorien hier zum ersten Mal stehen auf der CMT. In der Vergangenheit war es ja einfach so, Reisemobile, Detlefs ist gestanden für Reisemobile und Wohnwagen. Und jetzt ist 2023 die erste CMT, wo wir dann auch mit Campervans und Urban Camper hier auf der Messe vertreten sind.
Viele werden es von Ihnen wissen, wir produzieren diese Fahrzeugkategorien ja schon sehr, sehr lange, aber erst seit 2021, 2022 vermarkten wir sie auch unter eigenem Namen. Also es gibt jetzt eben auch die Urban Camper und Campervans von Detlefs. Wir fangen aber mit den Wohnwagen an. Das Wohnwagen-Modellprogramm, 6 Baureihen im Modellprogramm 23, 2 davon sind neu, auf die möchte ich kurz eingehen. Im Einsteigersegment der Sea-Joy und in der unteren Mittelklasse der Aero Up hat auch noch eine Ergänzung bekommen. Der Sea-Joy, unser Einsteiger-Caravan, kompakt, leicht, ideal für Leute, die einfach damit auch reisen, weil er ist nur 2,12 Meter breit. Ein großer Vorteil gerade zum Reisen und bietet bis zu 7 Plätze oder 7 Schlafplätze. Das heißt auch idealerweise für junge Familien. Und genau das war auch das Argument. Das Fahrzeug hat sich vom Interieur her völlig verändert. Wir haben helle Möbel, wir haben diese hellen Dachschrankklappen mit den pastellfarbenen Absetzungen jetzt drin. Neue Textilausstattungen haben wir realisiert. Das Fahrzeug hat dadurch also deutlich gewonnen und spricht genau auch ein bisschen diese Zielgruppe, die jüngere Zielgruppe an. Ein anderes Argument für den Sea-Joy ist, dass jetzt alle Fahrzeuge mit einem Kompressorkühlschrank ausgestattet sind. Ganz kurz, Kompressorkühlschrank heißt ja einfach, funktioniert mit Strom, im Gegensatz zu einem Absorberkühlschrank, der eben auch mit Strom oder mit Gas, hauptsächlich mit Gas betrieben wird. Er hat für mich einen deutlichen Vorteil, er kühlt besser, ist unempfindlicher gegenüber den Außentemperaturen. Das Fahrzeug darf auch mal ein bisschen schräg stehen, ohne dass er gleich in der Kühlleistung nachlässt. Also, aber sagen wir, der Nachteil ist eben, er funktioniert nur mit Strom. Aber das haben wir beim Caravan natürlich diese Problematik nicht, weil normalerweise geht man sowieso auf den Campingplatz, hat einen Landstromanschluss und von dem her habe ich wirklich nur Vorteile mit dem Kompressorkühlschrank. Also Sea-Joy hat dadurch deutlich gewonnen, auch durch den Kompressorkühlschrank und vielleicht nur den Hinweis, die Modelle an sich im Sea-Joy haben sich alle nicht verändert, die Grundrisse, nur beim 480 QLK haben wir jetzt einen großen Kühlschrank, so eine große Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Ja, 5 Modelle gibt es. Die 2, die hier markiert sind, der 420 QSH und der 460 LE, das sind die wir hier auf der Messe ausgestellt haben. Und gerade der 420 QSH ist jetzt einfach ein toller Reisekarawan für 2 Personen, 6,20 Meter Gesamtlänge, also mit den 212 cm Breite ist es wirklich ein Fahrzeug, mit dem ich auch reisen kann, auch wenn es mal ein bisschen enger wird auf den Landstraßen. Ja, und das zweite Modell ist der Aero Up. Der Aero, den haben wir eingeführt im Modelljahr oder im Jubiläumsjahr 2021 und der hat jetzt eine Ergänzung bekommen mit 3 Modellen, die ein Hubbett haben. Vom Interieur her ist er identisch mit den Aero-Modellen, also vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren für das Fahrzeug. Ein sehr modernes Interieur, eine gute Ausstattung, das alles hat auch der Aero Up. Der Unterschied ist eben tatsächlich, dass er im Heck, alle 3 Modelle haben im Heck eine Sitzgruppe und darüber ist eben ein Hubbett angebracht. Äußerst praktisch, weil es einfach keinen Platz wegnimmt im Normalfall unter Tage. Ich fahre es einfach nach unten, habe ein schönes großes Bett, 2 Meter Gesamtlänge, 143 Zentimeter Breite. Bequeme Kaltschaummatratze, Lattenrost, also das ist wirklich ein vollwertiges, bequemes Bett, was man hat. Und deswegen ist es gerade auch unter der Kompaktheit natürlich einfach ein Riesenthema, hier nochmal eine Schlafmöglichkeit zu haben. Schauen wir uns die Grundrisse an, 3 Stück an der Zahl. Den 460 KR, das ist auch das Modell, was wir hier auf der Messe stehen haben. Und der spielt, sage ich mal, vielleicht diesen Vorteil des Hubbetts auch besonders gut aus. Weil es ist ein Kinderstockbettfahrzeug mit Stockbetten vorne. Für die Eltern ist kein festes Bett vorgesehen. Das heißt, ich kann das Fahrzeug kurz halten und nur abends fahre ich dann das Hubbett herunter und da haben dann die Eltern ihr Schlafzimmer. Deswegen, das Fahrzeug ist nur 6,80 Meter lang. In dieser Konstellation mit den Stockbetten ein ganz, ganz toller Familiengrundriss, mit dem ich eben auch hier auch reisen kann. Ja, dann kommen wir schon zu den motorisierten Fahrzeugen. Wir steigen ein
ungewohnt für uns, mit den Urban Camper Modellen, beziehungsweise mit dem Globe Van. Ja, Globe Van ist für uns ja einfach der Ansatz, dass wir sagen, hey, das ist ein Fahrzeug, der muss Alltagstauglichkeit haben, den muss ich als Zweitfahrzeug, vielleicht sogar als Erstfahrzeug nutzen können. Deswegen, er ist nur 4,97 Meter lang, 2,10 Meter hoch. Das heißt, ich komme auch in moderne Tiefgaragen rein. Also wirklich absolut Alltagstauglichkeit. Und wenn ich dann wirklich am Wochenende damit unterwegs bin, dann ist das Fahrzeug eben auch als Camper ideal. Ich habe vier Betten mit dem Stockbett dann auch, mit dem Klappbett dann auch oben. Ich habe unten ein sehr schönes breites Bett mit fast 1,40 Meter Breite. Und ansonsten habe ich einen Gaskocher hinten im Außenbereich zum Rausklappen. Ich habe eine Außendusche mit 16 Liter Frischwassertank. Also da habe ich wirklich ein absolut campertaugliches Fahrzeug. Und diesen Globe Van gibt es im Modelljahr 23 jetzt auch als in der Trail-Variante. Raumaufteilung ist identisch, aber das Fahrzeug hat einige interessante Ausstattungen vorrangig. Eine stärkere Motorisierung, 150 PS serienmäßig. Er hat eine Differentialsperre auf der Vorderachse. Heißt eben, man kennt das ja, man braucht nur mal auf eine feuchte Wiese fahren, dann wird es unter Umständen schon ein bisschen schwieriger zum Rauskommen. Die Differentialsperre hilft uns da weiter, dass wir halt auch vielleicht auch mal von der Straße runter können. Eine zweite Schiebetür links, die Trittstufen links und rechts hat er serienmäßig drin und von der Optik kommt er halt auch mit dem anderen Kühler einfach ein bisschen bulliger daher. Neues Fahrzeug also im Bereich der Urban Camper. Ja, und damit wechseln wir zu den Camper Vans. Da haben wir zum Modelljahr 22 den Globe Trail 600 und den Globe Trail 640 eingeführt und die beiden Modelle werden jetzt oder sind im Modelljahr 23 ergänzt worden durch die S-Modelle. S steht dann hier für Schwenkbad, was für die Fahrzeuge eine tolle Sache ist, weil ich einfach hier dann keinen Duschvorhang habe. Also für alle, die öfters auch mal im Fahrzeug duschen, ist das natürlich eine sehr, sehr schöne, gute Lösung. Ansonsten, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass wir ab Modelljahr 23 für die Fahrzeuge auch ein Klappdach anbieten. Damit wird der Globe Trail plötzlich auch familientauglich, kann man einfach sagen. Und vor allem dieses Klappdach, dieses Bett ist auch von den Ausmaßen sehr schön, also 2,9 Meter lang, 1,43 Meter breit, also das ist ein richtig bequemes, großes Bett, was man da hat. Das sind die Neuheiten im Bereich der Campervans. Und mit dem Globe Trail 95C haben wir noch eine Ergänzung mit einem anderen Chassis. Also der Globe Trail 95C basiert auf dem Ford Transit Chassis und vom Prinzip her hat man sich vom Interieur her, von der Ausstattung am normalen Globe Trail orientiert. Aber der 95C hat einige interessante Zusatzmerkmale. Also er hat einen Funktionsdoppelboden, wo dann auch Leitungen, Kabel, die Installation verlegt ist, sodass es auch, wenn es mal kälter werden wird, dass es auch dann dort geschützt ist. Und dadurch haben wir die Möglichkeit eines komplett ebenen Raumbodens, vom Fahrerhaus bis zum Schlafzimmer hinten. Raumboden, keine Stufen und letztendlich ist noch ein großer Vorteil, dass wir eine Stehhöhe haben von 194 Zentimeter. Es gibt manche Herrschaften, die sind froh um jeden Zentimeter. Und 194 Zentimeter sogar in der Dusche. Das ist also ein Riesenargument auch für dieses Fahrzeug. Und wenn wir beim Thema Dusche sind, das Fahrzeug hat ein Komfortbad, dafür steht das C. Und wir müssen immer daran denken, wir sprechen hier von einem Fahrzeug mit 6 Meter Gesamtlänge. Und wir haben natürlich im Normalzustand ein sehr kompaktes Bad. Und wenn ich einen kleinen Umbau mache, ich wechsle eben einfach von dem Querdoppelbett zu einem Einzelbett nach hinten, dann habe ich die Möglichkeit, die Schwenkwand umzuklappen. Und Sie sehen es jetzt, plötzlich entsteht ein richtig schöner großer Raum. Ich habe plötzlich ein Bad mit 87 Zentimeter Breite. Ich fahre noch die Jalousien drumherum
und habe jetzt ein richtig feines, schönes, großes Bad mit einer richtigen Duschkabine drin, wo ich auch mich bewegen kann. Das ist wohl auch der Vorteil schlechthin in diesem Fahrzeug, weil das gibt es natürlich kaum in einem Modell mit, wie gesagt, 6 Meter Gesamtlänge nur. Ja, dann kommen wir zu den Reisemobilen zum Abschluss. Da haben wir hier die Modellübersicht. Das ist einiges mehr. Also da hat es uns einiges ein bisschen durcheinander gerüttelt zum Modelljahr 23. Aber die echten Neuheiten sind der Just Go, den wir neu vorgestellt haben, und die Premiere hier auf der Messe des Globus Go. Wir starten mit dem Just Go, ein wunderbares Einsteigermodell, auch auf dem Ford Transit. Hat eine prima Ausstattung, das beginnt von der 70 cm breiten Eingangstüre bis hin zu bequemen Matratzen, also Assistenzsysteme jetzt über den Ford kommen gleich mit, sie hat ein DAB-Audiosystem von vornherein mit drin, also eine schöne Rundum-Ausstattung, und wir haben hier auf der Messe ein neues Modell stehen, den T6905, ein bisschen ungewöhnlich. Es gab mal Zeit, da hat jeder Hersteller französische Betten mit im Angebot gehabt. Die Zeiten sind rum. Wir haben hier in dem T6905 die Idee mal wieder aufgegriffen, weil er eben einfach einen sensationell tollen Raumeindruck hat. Dadurch, dass das Bad hinten eben quer längs angeordnet ist, habe ich eine wunderbar offene Blickachse und habe riesig viel Bewegungsraum direkt vor der Küche, wo es normalerweise immer eng wird, wenn man da aneinander vorbeilaufen muss. Und das sind halt ganz große Argumente für dieses Modell. Ich erkaufe mir das damit, weil ich in der Heckgarage dann etwas weniger Stauvolumen habe. Aber für die, die da jetzt nicht so viel mitnehmen wollen, ist das wirklich ein sensationelles Fahrzeug. 6 Modelle gibt es insgesamt und auch hier sind die, die hier stehen, markiert und darunter eben auch gerade der T6905, den ich Ihnen ans Herz legen möchte zum Anschauen. Ja, und damit sind wir bei der Premiere hier auf der CMT, der neue Globus Go. Der arme Globus-Integrierter hat endlich wieder einen teilintegrierten Partner bekommen, aber wie soll es anders sein, auch hier jetzt auf dem Ford Transit. Für die, die es vielleicht nicht wissen, der Globus, diese Baureihe ist ja die kompakte Reisemobilbaureihe bei Detlefs. Und die hat ja schon eine lange Tradition. Ich habe mal nachgeschaut, 1988 hat es mal angefangen mit dem Detlefs Bus 88. Da haben wir also sozusagen, damals die Van-Klasse erfunden, ohne dass wir es gewusst haben. Aber damit hat es angefangen. Damals ein Fahrzeug mit nur 4,99 Meter Länge, aber dafür auch keine festen Betten. Aber letztendlich ist der heutige Globus ein Abkömmling davon. Und der ist gerade natürlich auch besonders im Trend. Alle Welt spricht von kompakten Fahrzeugen, Campervans sind im Trend. Jeder möchte ein Fahrzeug haben, das möglichst klein und kompakt ist. Und da haben wir natürlich mit dem Globus Go jetzt hier richtig gute Karten, weil wir eben hier von dem Fahrzeug sprechen mit 2,20 Meter Breite, schon ab 5,99 Meter Länge. Und noch die Version mit dem T45 mit Einzelbetten, wo wir bei 6,69 Meter sind. Also da sind wir einfach noch kompakt unterwegs. Und für uns sehen wir hier wirklich eine Alternative für all die, die sagen, ja, ein normales Reisemobil ist mir ein bisschen zu groß. Ein Campervan hat auch wiederum Einschränkungen und da ist so ein Globus vielleicht genau das Richtige. Hier sehen wir vom Interieur, das Interieur vom Globus integrierten dann auch weitestgehend übernommen, hat ein paar Anleihen auch vom Just Go, aber einfach ein modernes, schöne Innenausstattung. Beide Fahrzeuge haben ein Schwenkbad. Heißt, das ist einfach ideal, weil auf kleinstem Raum kann ich von dem normalen Bad zu einer Duschkabine umwechseln mit festen Duschtrennwänden. Und eine Besonderheit, die ihn auch unterscheidet vom Globus integrierten, er hat nämlich einen Kompressorkühlschrank verbaut in beiden Modellen. Vorher haben wir über die Vorteile vom Kompressorkühlschrank gesprochen. Das heißt, den habe ich hier mit drin. Ich brauche also für den Kühlschrank kein Gas mehr. Und das Fahrzeug hat eine Dieselheizung verbaut. Eine Dieselheizung mit integrierten 10 Liter Warmwasserboiler,
sodass ich eben Gas wirklich nur noch zum Kochen benötige. Und das eröffnet eben die Möglichkeit, dass man auf den großen Gasflaschenkasten verzichtet, wo ich normalerweise die schweren 11 Kilogramm Gasflaschen drin habe. Habe dann plötzlich Platz, mehr Stauraum im Heck und wir haben nur noch eine 2,75 Kilogramm Gasflasche im Bereich der Küche verbaut. Also da sehen Sie auch wieder ein bisschen, da verschwimmen jetzt plötzlich die Grenzen zwischen Campervan und zwischen Reisemobil. 2 Grundrisse habe ich Ihnen schon vorgestellt, hier nochmal zusammengefasst, was er hat. Und für mich das letzte Thema ist für mich ein ganz wichtiges, weil, sag mal, spätestens wenn ich im Winter unterwegs sein möchte, stößt ein Campervan einfach auf seine Grenzen. Hier haben wir ein Reisemobil, mit dem ich auch absolut winterfest unterwegs sein kann. Was hier zum Beispiel, ich habe grundsätzlich eine bessere Isolierung natürlich, ich habe andere Aufbaustärken als beim Kastenwagen. Und ich kann hier sogar über das Winterkomfortpaket das Fahrzeug absolut winterfest machen, dass auch mir nichts einfriert. Also von dem her ist das für uns ein ganz, ganz wichtiges Fahrzeug und wir sind sehr gespannt, wie die Reaktionen darauf sind, weil wir damit ja eigentlich genau diese Nische besetzen. Kompakte Fahrzeuge, aber hier mit der Möglichkeit eben auch im Winter unterwegs zu sein. Ja, das war es im Schnelldurchlauf. Informationen, wie gesagt, detlefsen.de, Presse ist alles hinterlegt. Ansonsten stehen wir gerne für Gespräche zur Verfügung. Und jetzt gibt es noch die Weißwürste, wer noch Zeit hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Messetag noch.